Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute kommt der absolute Höhepunkt unserer Serie über die legendäre Graue Eisenbahn von 1980. Das große 12-Volt Personenzug-Starter-Set 7740, der einzigartige Trans-Europa-Express. Wenn ihr einmal mit der grauen Lego-Eisenbahn beginnen wollt und nur ein Standmodell als Dekoration für den Bahnhof in der Legolandstadt braucht, dann seid ihr mit den kleinen Schiebezügen am besten beraten und könnt mit einem kleinen Budget unter 100 € schon große Sprünge machen. Wenn ihr aber wirklich einmal mit dem grauen 12-Volt-System losfahren wollt, dann braucht ihr euch nur das TEE Starter-Set 7740 allein zu kaufen. Das ist mit großem Abstand das gelungenste Set von allen, das beim Bauen, Spielen und Anschauen am meisten Freude macht. Das Vorbild für dieses Lego-Spitzenmodell ist die Vorzeigelok der Deutschen Bundesbahn, die Elektrolokomotive 103. Das Schnellzugverbindungsnetz Trans-Europa-Express wurde 1957 eingerichtet. Zuerst mit den legendären Stromlinien-Dieseltriebzügen. 1965 wurde die sechsachsige elektrische Schnellzuglokomotive 103 in Dienst gestellt. Mit 200 Stundenkilometern Reisegeschwindigkeit und mit einer Leistung von 7,7 Megawatt war das damals die stärkste Lokomotive der Welt. Das Spitzenmodell der 12-Volt-Eisenbahn von 1980 kostete damals je nach Handelskette zwischen 170 und 195 D-Mark. Und den 90 Mark teuren Transformator musste man sich noch getrennt dazu kaufen. Mit ungefähr 62 x 31 cm ist das die größte Packung im damaligen Eisenbahnsortiment. Auf der Vorderseite sind Bilder einer elektrischen Güterzuglok als alternative Bauidee und ein Hochbordwagen mit Bremserkabine. Auf der Rückseite werden die Spielfunktionen gezeigt, das übliche Lifestyle-Bild mit dem Kind beim Spielen und unten wieder das B-Modell. An der Innenseite des Klappdeckels sieht man links die Lichtfunktionen des Modells und am rechten Rand ist der Inhalt auf grauem Hintergrund abgebildet. Die Packung hat eine stabile Innenbox aus Styropor mit dünnen Kunststoffeinsätzen mit Sortierfächern, die mit einem großen, transparenten Deckel abgedeckt sind. In den Sortierfächern lagen die verschweißten Beutel mit den Teilen. Die Bauanleitung und die Kataloge lagen unterhalb der Fächer am Boden der Styroporbox. Ich sammle nicht die Packungen und die Bauanleitungen, sondern möchte die Sets zu Spielwelten zusammenstellen. Aber bei einer Kleinteilebestellung habe ich vor kurzem eine günstige Bauanleitung um 7,50 € gefunden und natürlich gleich mitbestellt. Hier habe ich auch das kleine Eisenbahnfaltblatt von 1981 gefunden, wo der TEE auf einer Doppelseite neben dem Güterzug 7730 präsentiert wird. Und auf der Rückseite haben wir das Batteriezug Starter-Set 7720. Die Bauanleitung ist ein 20-seitiges Heft im großen DIN A4-Format. Der Batteriezug hatte im Vergleich ein kleineres Heft im DIN A5-Format. Auf der Rückseite haben alle Eisenbahnbauanleitungen von 1980 immer dasselbe Foto von derselben Eisenbahnanlage. Auf der ersten Seite haben wir wie bei allen gebundenen Bauanleitungen in der oberen Hälfte das Bild und die Setnummer. In der unteren Hälfte starten schon die Bauschritte. Der Umschlag ist zwar schon etwas zerfleddert, aber wir überfliegen kurz die Bauschritte von der Lok, den 2 Waggons und dem Bahnsteig.
Auf Seite 15 startet dann die ausführliche Bauanleitung von einer Rangierlokomotive als B-Modell. Und auf der vorletzten Seite haben wir noch einen Hochbordwagen. Ich habe den Zug ja ganz allein, ohne allem Zubehör gekauft. Deshalb bauen wir zuerst einmal den Bahnsteig und die Figuren auf. Für die 28 Noppen langen Waggons hat der Bahnsteig eine 6x24 Noppen große Plattform aus einer einzigen hellgrauen Grundplatte, die relativ selten ist und normalerweise um die 7 Euro kostet. Unter den Stiegenaufgang kommt eine schwarze 2x4 Platte, mit der man den ganzen Bahnsteig unter den Schienen befestigen kann. Wir brauchen 4 hellgraue 2x6 Platten als Stufen, die mit schmalen schwarzen 1er Platten in der Stufenhöhe von 2 Platten aufgebaut werden. Das Gerüst des Unterbaus ist aus 3 Lagen schwarzer Einmalsteine gebaut. Am rechten Eck kommt unten wieder eine 2x4 Platte als zweiter Halter für die Fixierung am Gleis. Den Unterbau decken wir mit einer 6x24 Platte ab. Auf den Bahnsteig kommt eine Sitzbank auf einer roten 2x10 Platte mit 3 roten Autosesseln. Und auf einem schwarzen Bügel eine Fahrplantafel aus 3 gelben 1x4 Steinen. Für das Set habe ich mir einen Replacement-Stickerbogen gekauft, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Aufkleber vollständig dabei sind. Der Fahrplan ist genau derselbe wie beim Schiebezug 7710. Es sind einige Setnummern mit Uhrzeiten aufgelistet. Der 7740 fährt um 12:33 Uhr ab. Mit den 2 vorstehenden Halterplatten kann man den Bahnsteig unter den Gleisen festklemmen, damit er nicht verrutscht und immer den richtigen Abstand zum Gleis hat. Die Setnummern auf der Fahrplantafel sind nicht ganz logisch. Um 10:26 Uhr fährt die blaue Diesellok ab, um 7:36 Uhr der gelbe Schienendrehkran und um 11:48 Uhr der rote Postwaggon. Das macht eigentlich auf einem Fahrplan alles keinen großen Sinn. Die Bahnsteige der Zugsätze sind 3 Steine hoch. Der Bahnsteig vom Bahnhof hingegen ist eine Steinreihe niedriger und man müsste ihn eigentlich erhöhen. Beim Set sind 10 Minifiguren dabei. Das sind zwar weniger als die 14 Ritter bei der Gelben Burg, aber es sind doch eine ganze Menge im Vergleich zu den anderen Sets. Es sind alles ganz normale Figuren, die sich leicht aus meinem Steinelager zusammenstellen lassen. Es sind nur 3 Figuren bedruckt, der blaue Schaffner kommt sogar zweimal vor. Einmal als Lokführer und einmal als Zugführer mit dem Abfahrtssignal. Die 7 Fahrgäste sind alle einfache, unbedruckte Figuren. Die Figur von der roten Frau kommt zweimal ganz identisch vor. Der blaue Mann hat ein neues schwarzes Haarteil. Die meisten Herrenfrisuren waren ja sonst braun. Und dann gibt es noch einen Mann in der typischen 80er Jahre Blue Jeans Kluft. Zum Schluss kommt die netteste Figur aus dem Set. Es ist der sympathische Koch mit den grauen Hosen für den Speisewagen. Die Kochmütze war ja 1979 eine Neuheit, aber die Kochfigur ist dieselbe wie beim Imbissstand. Jetzt schauen wir uns die Figuren nochmal aus der Nähe an. Die 2 identischen Schaffner und die 7 Fahrgäste. Es sind genau doppelt so viele Figuren dabei wie beim kleinen Personenschiebezug 7710. Der Bahnsteig hat genau dieselbe Höhe, ist aber doppelt so groß. Das Intercity-Personenzugset 7740 hat 746 Teile. Ich schaue meistens auf Bricklink nach, weil ich dort meine Suchlisten gespeichert habe.
Aber es gibt auch viele andere wunderbare Datenbanken wie Brickset, Rebrickable und Toys Period. Am übersichtlichsten ist Brickall. Obwohl beim Set überhaupt keine besonderen Minifiguren dabei sind, muss man trotzdem 1,50 € pro Figur rechnen. Das teuerste Teil im Set ist der Zugmotor um 40 €, die 3 Waggongrundplatten und die 6 Drehgestellplatten. Die Fenster, Türen und Kupplungen gehen auch ziemlich ins Geld, weil es so viele sind. Diese Spezialteile ohne Motor machen allein schon bereits 127 € aus. Die Einzelteile für den Zug allein ohne Motor kosten 136 €. Ich habe den Eindruck, dass die Brickall-Preise ziemlich niedrig angesetzt sind. Es wird nicht möglich sein, alle erforderlichen Teile zu diesen niedrigen Preisen zu bekommen. Bei meiner Suche auf Bricklink kosten die Spezialteile allein bereits 240 € und die Bestellungen bei verschiedenen Verkäufern treiben die Versandkosten zusätzlich in die Höhe. Mit genügend Zeit, Geld und Kenntnissen würde ich mich in aller Ruhe nach einem passenden Konvolut umsehen. Da bekommt man meist um ca. 350 € die Originalverpackung, den Transformator und oft noch zusätzliche Schienen, Weichen oder Waggons. Das vollständige Zugset mit funktionierendem Motor liegt bei ungefähr 220 €. Auf den Fotos könnt ihr auch genau kontrollieren, ob die richtigen Aufkleber vorhanden sind und am richtigen Platz aufgeklebt wurden. Der Preis für den reinen dreiteiligen Zug allein, ohne funktionierenden Motor, liegt bei 180 € ohne Versand. Ich habe mein Set ganz einfach auf Bricklink gekauft, um 130 Pfund aus Großbritannien. Ich hatte einen sehr netten E-Mail-Kontakt mit Matt. Er hat wirklich nur sehr niedrige Versandkosten von 10 Pfund verlangt. Nochmals herzlichen Dank dafür. Sein Shop versendet nur in Großbritannien. Deshalb hat Matt mir geraten, den Buckingham Palast als Versandadresse einzugeben. Das wäre sehr lustig, einmal im Leben einen Tag lang den Buckingham Palast als Postadresse zu haben. Das Paket ist schon nach 19 Tagen bei mir angekommen. Ich habe es am Postamt abgeholt. Mit dem Zoll von 33 € und den 7 € Bearbeitungsgebühren bin ich dann auf 200 € gekommen. Das ist mit den Versandkosten der normale Setpreis. Wir können das Paket jetzt gemeinsam auspacken. Alles ist gut in Noppenfolie eingewickelt. Das Set ist zerlegt, in Kunststoffbeuteln verpackt. Da sorge ich mich meist um die Aufkleber, aber bei diesem Set erwarte ich mir sowieso nicht, dass die Aufkleber alle vollständig dabei sind. Ich habe nur den Zug allein ohne Zubehör gekauft. Jeder Waggon ist in einem getrennten, genau beschrifteten Beutel eingepackt. Beutel 2, 3 und 4. Im Beutel 1 sind die 3 Grundplatten, die zu den teuersten Teilen dieses Sets zählen. Matt hat mir gesagt, dass der Motor nicht geprüft ist. Dafür sind 2 Dummy-Fahrgestelle dabei, damit man die Lokomotive ohne Motor als Schiebelok verwenden kann. Ein ungeprüfter Motor heißt normalerweise, dass der Motor überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe mir schon einen schwarzen Motor getrennt gekauft. Es kann aber auch sein, dass der Verkäufer einfach nicht einen Transformator hatte, um den Motor zu testen. Deshalb wollen wir jetzt kurz die Spannung anlegen. Und es ist kaum zu glauben, der Motor läuft auf Anhieb einwandfrei. Normalerweise muss man die Kontakte reinigen und den Motor warm laufen lassen. Kaum ein älterer Motor, der lange gelagert wurde, läuft auf Anhieb einwandfrei. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ein absoluter Glücksfall.
Jetzt habe ich 2 schwarze Motoren, die wir heute auch gleich verwenden werden. Wir beginnen jetzt mit dem Aufbau der Lokomotive. Dazu brauchen wir die Waggongrundplatte mit dem 7740 Aufkleber am Rand. Ein einziger originaler Aufkleber ist noch vorhanden. Die restlichen 3 ergänze ich vom Replacement-Stickerbogen. Auf jedes Eck kommt ein Aufkleber. Laut Bild dachte ich, dass noch ein weiterer Aufkleber in die Mitte der Platte kommt. Das ist aber falsch. Die Betriebsnummer in der Mitte ist ein Teil vom großen Aufkleber mit dem Logo der Bahngesellschaft. Die Teile für die Lokomotive sind alle ganz praktisch im Beutel Nummer 1 abgepackt. Wir schütten sie jetzt alle auf den Tisch. Beim Vorbild sind die Farben Rubin Elfenbein anstatt Rot und Gelb. Mit 3 umgekehrten Schrägsteinen wird vorne und hinten die stromlinienförmige Wölbung des Führerstandes im 60er-Jahre-Stil nachgebaut. Auf einen schwarzen 1x2 Stein kommen vorne und hinten 2 weiße 12-Volt-Leuchtsteine, die mit 2 22 cm kurzen Kabeln zusammengesteckt sind. Vorne und hinten bauen wir genau denselben Führerstand auf. Ich möchte nur noch schnell die Leuchtsteine testen und stecke sie an den Transformator an. Die 45 Jahre alten Glühlampen leuchten noch perfekt. Mit 4 schwarzen 2x4 Platten auf Ständern aus 1x2 Platten bauen wir 4 Bügel, mit denen wir die Kabel am Boden befestigen. Vor die Leuchtsteine kommen dann die roten Prismenhalter mit dem Aufkleber der Bahngesellschaft, der hier noch im Original vorhanden ist, allerdings auf der Vorderseite ein großer, dieser kommt eigentlich auf die Waggons. Auf die Noppen der Prismen stecken wir vorne 2 transparent gelbe 1x1 Rundplatten und auf der Rückseite 2 transparent rote. Beim Originalmodell wäre oben in der Mitte unter der Windschutzscheibe noch ein dritter Scheinwerfer als Fernlicht. Jetzt bauen wir die unteren Seitenwände der Frontpartie fertig und über dem Leuchtstein kommt das Steuerpult aus einer blauen 4x4 Platte und 2 blauen Dachsteinen mit aufgedrucktem Monitor und Armaturenbrett. In den Führerstand stellen wir einen grauen Sitz und wir können schon eine blaue Schaffnerfigur als Lokführer hineinsetzen. So schaut der Führerstand jetzt aus. Speziell für diesen Zug gibt es eine neue 6 Noppen breite Windschutzscheibe. 6 Noppen breite Autos hat es ja 1980 noch nicht gegeben. Die Seitenfenster sind 2 gelbe, alte Stadtplanfenster von 1956 mit schmalem Fenstersims von 1972. Mit einer 2x8 Platte als Dachbalken über der Windschutzscheibe haben wir den vorderen Führerstand fertig und bauen jetzt denselben auf der Rückseite mit den roten Rücklichtern auf den Prismenhaltern. Im Mittelteil der Seitenwände kommt links und rechts ein großer roter 2x2x6 Gewichtsstein. Zuerst muss ich noch die Kabelklemmen etwas weiter auseinandersetzen. Auf den Gewichtsstein kommt der Aufkleber mit dem Logo der Bahngesellschaft. Dieses Set aus Großbritannien hat natürlich den Aufkleber der British Railways. Ich drehe den Stein einfach um und klebe auf die Hinterseite das Logo der Deutschen Bahn vom Replacement-Stickerbogen, wo man bei der Lok zwischen 11 verschiedenen Bahngesellschaften auswählen kann. Für die Waggons hingegen gibt es nur Aufkleber von der Deutschen Bahn. Zuerst muss ich noch von der Grundplatte die Betriebsnummer abziehen, die ich falsch aufgeklebt habe.
Die Setnummer 7740 ist nämlich bereits auf dem großen Aufkleber mit dem Bahnlogo und reicht vom Gewichtsstein bis über den Rand der Grundplatte. In den Maschinenraum stellen wir 2 graue 1x2 Steine als Halter für den Transformator. Dann bauen wir die hintere Seitenwand des Maschinenraumes mit 5 grauen 2x2 Fenstern. In Wirklichkeit gibt es statt der Fensterreihe 2 Reihen graue Lüftungsschlitze. In die Führerstände kommen 2 Türen. Die Scharniere werden oben von einer langen 1x8 Fliese für den Dachaufsatz zusammengehalten. Eine zweite Fliese kommt über die graue Fensterreihe und eine dritte hält die Tür des zweiten Führerstandes fest. Jetzt bauen wir das linke Ballastgewicht ein. Wieder muss ich den falschen Aufkleber von der Grundplatte ersetzen, das Gewicht verkehrt einbauen und den richtigen Aufkleber anbringen. Innen stecken wir auf die Gewichte einen gelben 1x6 Stein und auf einer hellgrauen 4x6 Platte bauen wir die Abdeckung vom Transformatorblock im Maschinenraum mit hellgrauen Dachsteinen, Jumperplatten und schwarzen Rundsteinen. Auf der Vorderseite ist am Transformator ein Steuerrad. Auf der Rückseite kommen 2 Haltegriffe auf einem grauen Steuerpult, das ich hier vergessen habe einzubauen. Jetzt können wir auch die linke Seitenwand genauso wie die erste zubauen. Mit der ersten Führerstandstür, den 5 grauen Maschinenraumfenstern, der zweiten Führerraumtür und den oberen Rand befestigen wir mit 3 langen gelben 1x8 Fliesen. Dann kommen wir zum Dach, das aus 2 identischen Hälften besteht. Auf einer gelben 4x12 Platte kommt das Führerstandsdach aus jeweils 2 seltenen gelben 3x3 33 Grad Walmdachsteinen. Diese Steine werden auch als doppelkonvexe Eckschrägsteine bezeichnet. Bisher kamen diese Steine in gelber Farbe nur in diesem Set allein vor. Heuer sind sie aber auch im gelben Star Wars Force Burner Snowspeeder 75414 enthalten. Nach den 2 Eckdachsteinen, die die Rundung des Führerstanddaches nachbilden sollen, kommen 2 2x2 45 Grad Dachsteine. Und in der Mitte der Lokomotive geht das gelbe Dach der Führerstände in die normale graue Dachfarbe über. Auf roten Isolatoren bauen wir aus grauen Platten einen Doppelscherenstromabnehmer, wie er bei den ersten Serienmodellen üblich war. Auf 2 Jumperplatten kommt eine schwarze 1x6 Platte als Schleifstück. Ich habe hier einen Fehler gemacht und eine graue 1x4 Platte aufgebaut. Genau identisch wie die vordere bauen wir auch die hintere Dachhälfte. Wie gesagt, habe ich das graue Steuerpult an der Rückseite des Transformators vergessen. Wir setzen jetzt noch schnell den bedruckten Dachstein an die richtige Stelle im Maschinenraum. Auch auf der Vorderseite vom Transformator fehlt noch ein hellgrauer 1x2 Stein, damit der Hohlraum vollständig abgedeckt ist. Unter das Lokomotivgehäuse kommt über den Kabelausgang ein kleiner Unterbau aus 4 umgekehrten Schrägsteinen auf einer schwarzen 4x4 Platte. Dann können wir die 3-achsigen Fahrgestelle aufstecken. Das vordere Fahrgestell hat 3 normale schwarze Waggonachsen und ist nicht motorisiert. Matt hat mir ein zweites Dummy-Fahrgestell beigelegt, weil er dachte, dass der Motor nicht funktioniert. So wäre es eine Schiebelokomotive oder ein Standmodell. Eine Doppeltraktion ist bei einer so leistungsstarken Lok gar nicht notwendig.
Für die Ösen der Pufferbalken sind natürlich die Halter mit den Magnetkupplungen dabei, die wir jetzt gleich auf den Motorblock aufsetzen. Der Motor gehört an die Hinterseite der Lokomotive unter den Führerstand mit der Nummer 2. Die Kabel für die Beleuchtung stecken wir nicht am oberen Stecker an, da könnte sich das Drehgestell nicht mehr bewegen, sondern das Kabel kommt an den seitlichen Stecker, der sich an der anderen Seite des Motors befindet. Wegen den grauen Haftreifen aus Gummi neigt die Lokomotive an der Vorderseite 1 Millimeter nach unten. Ein Motor allein hat eine ausreichende Zugkraft, aber weil ich jetzt 2 funktionierende schwarze Motore habe, kann man in die Lok auch gleich 2 Motore einbauen. Mit den 2 Motoren schaut die Lok nicht nur viel symmetrischer aus, sondern die Fahrsicherheit steigt ungemein. Wenn ein Motor auf einer Weiche den Kontakt verliert, dann schiebt ihn der zweite Motor weiter und die Lokomotive bleibt nicht stehen. Daneben erhöht sich die Zugkraft auf 340 Gramm. Da zieht es der Lok die Haftreifen aus. Wir haben jetzt einen neuen Rekordhalter. Mit den 2 Motoren auf einer Grundplatte ist das die stärkste Lok von Lego. Jetzt nehme ich den zweiten Motor wieder ab und baue den Originalzustand mit dem Motor an der Rückseite und klebe die Nummern für die Führerstände 1 und 2 auf. Auf die Pantographen setze ich die richtige schwarze 1x8-Platte als Schleifteil. Damit ist die Lok jetzt fertig und wir vergleichen sie nochmal kurz mit dem Original E03 oder Baureihe 103. Lego ist eben eine kreative Bau- und Spielbahn und keine Modellbahn. Deshalb muss man die Ähnlichkeiten zum Original immer genau erklären. Jetzt machen wir mit dem Personenwagen weiter, aus dem Beutel Nummer 2. Wir brauchen für ihn eine zweite 6x28 Grundplatte, gleich wie die der Lokomotive, aber ohne Aufkleber. Es sind hier sogar alle originalen Aufkleber bei den Teilen dabei, aber sie kleben leider an der falschen Stelle. So lege ich die Teile in der Zwischenzeit beiseite und werde vorläufig die Aufkleber vom Replacement-Stickerbogen verwenden. Aus roten Steinen bauen wir die unteren 2 Reihen der Seitenwand. Der Deutsche Bahn-Aufkleber kommt ganz in die Mitte. Es ist interessant, dass es für die Lok Aufkleber von 11 verschiedenen Bahngesellschaften gibt, aber für die Waggons gibt es nur das Deutsche Bahnzeichen. Es stehen jeweils 6 Kurstafeln von 4 verschiedenen internationalen Bahnverbindungen zur Auswahl, die wir neben die Eingangstür kleben. Der Personenwagen ist ein Großraumwaggon mit 5 grauen Autositzen, die alle in dieselbe Richtung zeigen und versetzt angeordnet sind, einmal an der linken und einmal an der rechten Wand. 4 Minifiguren vom Bahnsteig können jetzt einsteigen und wir setzen sie als Fahrgäste auf die Sitze. Es ist wichtig, dass der äußere Arm nach vorne zeigt. Der Ellbogen muss nämlich auf dem Fensterbrett liegen, sonst können die Figuren nicht an der Wand sitzen. Auf die Wand kommen 5 gelbe Eisenbahnfenster mit Scheiben und als Endeinstiege kommen 2 gelbe Eisenbahntüren, die im unteren Bereich mit einem roten Streifen bedruckt sind. Die Scharniere der Türen werden genau auf die 4 Ecknoppen der Grundplatte aufgesteckt. Das obere Türscharnier wird dann von einer 1x6-Platte festgehalten und den oberen Rand der Fenster schließen wir mit 2 speziellen gelben 1x8 Waggonfliesen ab, damit man das Dach abnehmen kann.
Jetzt haben wir noch einmal die Gelegenheit, den Innenraum des Großraumwaggons mit den Fahrgästen genau anzuschauen und die Außenseite mit den Einstiegstüren, der Fensterfront und den Aufklebern. An den Waggonenden kommen zwei schwarze offene Faltenbälge auf einer 2x4-Platte mit 10 1x2 Steinen und oben als Abschluss eine 1x4-Platte. Mit einem schmalen, hellgrauen 2x3 33 Grad Dachstein verbinden wir die Faltenbälge mit der Seitenwand. Die Faltenbälge ergeben einen vollkommen offenen Durchgang von Waggon zu Waggon. Auf der Vorderseite bauen wir genau gleich eine zweite Seitenwand. An den Ecken die zwei Eingangstüren, in der Mitte die 5 gelben Fenster, oben die Platten als Abschluss und die Aufkleber mit den Kurstafeln und dem Deutsche Bahn-Logo. Die zwei Randdachsteine werden untereinander wieder mit einer kleinen grauen 1x2-Platte verbunden. Das Dach besteht aus zwei gleichen Hälften auf gelben 4x12 Platten mit hellgrauen 3x4 33 Grad Dachsteinen. Zwischen die Dachsteine kommt jeweils eine hellgraue 2x2 Rundplatte. Der schwarze Unterbau des Waggons besteht aus einer 4x12-Platte, abwechselnd mit 2x4 Schrägsteinen und Grundsteinen. In der Mitte mit schwarzen Platten zur Befestigung an der Waggonunterseite. Die zwei Drehgestelle bestehen aus zwei schwarzen Waggonrädern, die mit zwei 2x6-Platten verbunden sind. Oben kommt noch eine 2x4-Platte hin und vorne der Pufferbalken mit dem Magnetkupplungshalter. Auf die Seiten zwei 1x6 Steine und oben die schwarze 4x6 Drehgestellplatte mit dem 7 mm langen Stift. Die Zapfen der Drehgestellplatten stecken wir in die Unterseite der Waggongrundplatte und der Personenwagen ist jetzt fertig. Die 5 Fahrgäste sind schon eingestiegen, 3 warten noch auf dem Bahnsteig. Wir können jetzt die Lok vorspannen und den Personenwaggon vor- und zurückschieben. Der zweite Waggon mit derselben Waggongrundplatte ist der Speisewagen im Beutel Nummer 3. Die Seitenwände sind hier nicht zerlegt und die Originalaufkleber sind alle an der richtigen Stelle angebracht. Die Seitenwände sind ähnlich wie beim Personenwaggon, nur dass im hinteren Küchenbereich die Einstiegstüren um ein 4 Noppen breites Zugfenster zur Mitte hin vorgerückt sind. Und vor der Tür ist statt einem breiten ein 2 Noppen schmales Eisenbahnfenster zwischen zwei Säulen aus 1x1 Steinen eingebaut. Genau über dem Türrahmen stoßen zwei Platten ohne Verbindung aneinander. Das hätte man hier auch anders bauen können. An der Waggonrückseite ist der Faltenbalg geschlossen aus schwarzen 2x4 Grundsteinen gebaut. In der Mitte ist eine 4x4-Platte eingesetzt mit zwei grauen 2x2 Fliesen als Küchenanrichte. Wir können gleich den Koch an seinen Arbeitsplatz stellen. Der sympathische Koch ist neben den zwei Schaffnern die dritte bedruckte Figur in diesem Set, aber nichts Besonderes, sondern eine normale Stadtstandardfigur vom Imbissstand. Im Speisewagen gibt es auch zwei weiße Kaffeetassen. Der Küchenbereich ist zum Gastraum hin mit einer Theke aus zwei roten 2x4 Grundsteinen mit zwei grauen 2x2 Fliesen abgegrenzt. Damit ist der Küchenbereich fertig mit den zwei getrennten Eingangstüren. Die Anrichte am Faltenbalg könnte auch ein Herd sein. Im Gastraum vom Speisewagen haben wir zwei Tische,
aus Raumschiffstützen. Das sind mit 1,50 € auch relativ teure Teile. Die Tischplatten sind graue 2x2 Fliesen. An den 2 Tischen stehen 3 graue Autositze. Die Tische und Sessel stehen direkt an der Wand. Jetzt können wir gleich die restlichen 3 Fahrgäste in den Speisewagen stellen. 2 sitzen am Tisch und trinken einen Kaffee. Ein Mann steht und der Koch bedient seine Gäste an der Theke. Bevor wir den Waggon zubauen, haben wir nochmal die Zeit, die Einrichtung und die Figuren von der Seite her aus der Nähe anzuschauen. Dann bauen wir den vorderen Faltenbalk mit dem Waggondurchgang und die vordere Seitenwand, die genau gleich wie die hintere ist. Eine Dachhälfte ist genau wie beim Personenwagen und die zweite Dachhälfte hat wieder einen Stromabnehmer wie die Lokomotive für die Stromversorgung in der Küche. Die Fahrgestelle und der Unterbau sind wieder genau gleich wie beim Personenwagen. Der Speisewagen hat vorne einen offenen Waggondurchgang und hinten einen geschlossenen Faltenbalk. Wir hängen ihn als letzten Waggon an den Zug und machen jetzt auch schon eine kleine Probefahrt. Hier sehen wir die Lok aus der Nähe während der Fahrt. Wir können auch eine Runde mit dem Lokführer im Führerstand mitfahren. Im Eisenbahnsortiment von 1980 gehört der rote Postwaggon 7820 von der Bauart her zum Intercity 7740, obwohl er farblich nicht ganz dazu passt. Der Gepäck-, Post- und Dienstwagen befindet sich meist direkt hinter der Lokomotive. In der zweiten Eisenbahn-Neuheitenwelle von 1983 gab es den neuen Postwaggon 7819 und den Schlafwagen 7815, die beide farblich genau zum TEE 7740 dazu passen. Ich werde mir diese 2 Waggons noch besorgen. Jetzt fahren wir mit dem langen Zug über die Weichen. Geradeaus geht die Fahrt ohne Probleme. In der zweiten Runde stellen wir die Weiche um und der Zug biegt rechts ab. Die Einfahrt in die Schleife funktioniert gut. Bei der Ausfahrt bleibt zuerst der Motor stecken. Und dann bleibt auch noch der lange vierachsige Postwagen hängen. Ich setze jetzt den zweiten Motor in die Lokomotive ein. Die Lok hat jetzt zwar eine stärkere Zugkraft und bleibt bei den Weichen weniger hängen, aber das ändert nichts daran, dass die Waggons oft zurückbleiben. Das kann genauso passieren, auch wenn man weniger Waggons anhängt. Am sichersten ist die Fahrt auf einem einfachen Gleisoval ohne viele Weichen.
Ich habe Lok und Waggons mit zusätzlichen Lichtsteinen beleuchtet. Am Motor ist ja der Stromanschluss für die Standardbeleuchtung angeschlossen. Bei den Frontscheinwerfern habe ich noch einen zusätzlichen Leuchtstein für das dritte Fernlicht eingebaut. Dafür musste ich das Armaturenbrett opfern und dem Lokführer musste ich die Beine abnehmen, damit alle Stecker Platz haben. Unter dem Dach ist die Führerstandsbeleuchtung eingebaut. Die Kabel laufen unter dem Maschinenraum durch. Hinten habe ich unter dem Führerstand statt dem mittleren umgekehrten roten Schrägstein eine Lücke für die Kabeldurchführung gelassen. Bei den Waggons geht das Kabel ganz einfach durch den offenen Faltenbalg hindurch. Der Leuchtstein kommt unter das Dach und unter dem zweiten Dach habe ich einige Platten als Kabelhalter eingebaut. Im Speisewagen habe ich nur eine Waggonbeleuchtung eingebaut. Man könnte am Zugsende aber auch sehr gut einen roten Prismenhalter mit Rücklichtern einbauen. Ich habe hier jetzt die Beleuchtung an die 12 Volt Spannung angeschlossen. Und wir sehen die Frontscheinwerfer mit dem dritten zusätzlichen Fernlicht, die Führerstandsbeleuchtung hinter dem Lokführer und die Beleuchtungen der 2 angehängten Waggons. Zuerst bei Tag und dann bei Nacht. Jetzt lassen wir den Zug einige Male beim Bahnhof durchfahren. Bei Tag bei Dämmerung und in der Nacht. Mit diesen Fahraufnahmen von den beiden großen 12 Volt Starter-Sets sind wir heute auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Wir schauen dem Personenzug Trans-Europe Express oder Intercity 7740 zu und dem Güterzug Starter-Set 7730. Es war das vorletzte Video unserer Reihe über die legendäre Graue Eisenbahn von 1980. Am nächsten Freitag kommt der krönende Abschluss mit dem letzten Set, das uns noch vom Jahr 1980 fehlt. Es ist die große Dampflokomotive mit dem Schlepptender 7750. Sie gilt als die legendärste und teuerste Lokomotive von 1980. Wir werden am nächsten Freitag gemeinsam schauen, ob dieser Ruf berechtigt ist. Bis dahin bedanke ich mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und eine besinnliche Adventszeit. Auf Wiedersehen!